Herzlich willkommen zurück bei Star Trek Resurgence. Rückkehr heißt dieses Chapter. Und ja, jetzt kommt unser Außenteam in der selbst zugeschweißten Box zurück an Bord. Und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Unsere Helden des Außenteams. Ich muss sagen, diese Nasen sehen wirklich komisch aus, ne? I'm not sure one of my kind would have done for you what you did for me. I did not expect a show of mercy. I hoped, but you could have just as easily left me to my fate. Ich tat, was richtig war. I did it because it was the right thing to do. I don't understand it, but I'm glad you did. Now that we're safe on your ship, I think you were right to bring her. Things seem a little different now than they did in the heat of battle. There's more than one way to deal with messy situations. You can't save everyone, but you can try. Didn't want to regret this one. And you've spared me some regret as well. Maybe there is hope. Ja, noch ein Plus. Frau Doktor, was gibt's zu sagen? No surprises here. But your shoulders separated. If you come with me to sickbay, we can get you fixed up in no time. Thank you. Your shoulder is separated. You two, check in at your stations. This thing isn't over yet. Okay, gerade von der Außenmission wiedergekommen und schon müssen wir wieder ran an die Arbeit. Unglaublich. Ja, da haben wir auch aufgehört beim letzten Mal, aber man speichert hier tatsächlich nicht an der Stelle, wo man wirklich aufhört, sondern... Na, guck mal, da vorne können wir auch nochmal hingehen. Wer ist sie denn? You're really making us proud out there, Diaz. The lower decks don't get a lot of glory. Lower I'm just Decks. getting started. Hey, Diaz, Yeah, did you see our people over there? Miranda? Kapoor, Hauser? we saw Miranda and Kapoor, but Ja, Lower Decks schaue ich mir auch gerade auf Amazon Prime an. That means they're not our friends anymore. Das ist ganz witzig. Attack us? We'll have to stop them. No matter what it takes. No matter what it takes. I guess we have to be ready for that. Ja, wenn euch das gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich gerne ein Abo, falls ihr keins haben solltet. Na, und ja, wie immer natürlich Instagram, Twitter, Twitch. Könnt ihr auch folgen. Tell me, did any crew from the Zelti survive? Well, since the Lydian ships have no escape pods, I think it was just us. I see. I thought so. Tja, die Wahrheit schmerzt. I had a partner on board. After this mission, she and I were meant to... Doesn't matter. Ach ja, das war ja die All that matters now is making the Takan pay for what they've done. gleichgeschlechtliche Beziehung. We'll stop them. Also, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal bei der letzten Folge. She was a good little escape pod. Okay. Another ride like that anytime soon. Gut, dann haben wir jetzt hier alles abgegrast, was wir anklicken konnten. Dann lass uns mal weitergehen. I can't believe it, but I'm actually looking forward to seeing Chobak. Not that I'd expect this kind of welcome from him, but I can just imagine the look on his face. Ich auch. You know what? I want to see him too. It'll be nice to get one piece of normalcy. I'm sure we can count on him for that. Also, wirklich ein tolles Spiel. Macht wirklich viel Spaß. I can't believe it. You evaded the Takan, ejected their warp cores, and lived to talk about it. That about sums it up. They're gonna be teaching this at the Academy for years to come. I mean it. Everybody's gonna learn how you pulled it off. The Academy? Oh, well, I wouldn't know about that. Ja, Bescheidenheit. After this,
you'll probably get a personal invitation to show them how it's done. I heard about Belle. Is Miranda? As far as we know, she's still out there. Well, I know Captain Rydek will do her best to get her back. Hold on. Rydek? What about Captain Solano? He was turned into a Takan. Rydek had to take over. She's a hell of an officer, but none of us have been up against anything like this. No one has. Not in 500,000 years. We'll just have to step up and work that much harder to help Captain Rydek. It's gonna take all of us. Talk to you later. Ah, motivational speech. It is agreeable to see you again. Is that so? It was by no means a certainty that you would return to duty here. No, it was not. But it was my sincere hope you would. It is agreeable to see you as well, sir. I concur. You should know your absences left engineering terribly short-handed. During your sojourn, this department has fallen unacceptably behind schedule. On both regular and irregular duties. There's been a whole lot of irregularity going around. I am stating facts, not looking for excuses. Seems like you could use some help around here. We're ready to go to work. I'd like to catch my breath for at least a few minutes, Carter. Uh-oh. Normally, I would assign you to one of the many pressing repair tasks. But, given your experience on board the Zeldi, I have suggested you join the senior staff briefing as we determine our next course of action. You can commence your maintenance shift afterwards. Vulkanier. Wortgefecht. Was haben wir zu erwarten? I tended to an Illidian earlier. Major Sarlet Arminta. Ah, yes. I met him at the negotiations. I never would have imagined I'd be here, on the same ship, working together with our oppressors. But now that I am, I can imagine a future where the Hotari and Illidians are no longer enemies. I always hoped for peace, but it seems so far away. There's still a lot of bad blood. Maybe too much. Nein! Falscher Knopf. Fortfahren. Peace is often fleeting. If there's a chance, you should take it. Peace with our former enemies may be hard for some to accept, but it's what my people need. It's coming along nicely. Thank you, Tylus. I'll take it from here. We're almost done. I have to brief Ambassador Spock in a few minutes. Ambassador Spock can wait. You have some fences to mend. Personally, I'm against the needless destruction of innocent life forms, so I'm glad you transported the Draconian crystals onto the ship. But Lieutenant Bedrosian obviously feels otherwise. And right now, you need the full support of your bridge crew. Being an effective leader requires trust, but an issue as divisive as this can create discord. I don't expect everyone will agree with my decisions, and she's entitled to a different opinion, but I'll handle Lieutenant Bedrosian. You'll be fine, just as long as people feel like they're being heard. It's been a chaotic last few days for everyone. Das ist ein guter Rat. You need to name a new first officer in preparation for what's coming. You'll have to work to regain Lieutenant Bedrosian's trust, but if she's removed from consideration, it comes down to Westbrook or Ermot. Obviously, there are pros and cons with each, but ultimately, the decision is yours. Commander Westbrook has seniority and was hoping to be Captain Solano's first officer. Ermot has the knowledge and experience that makes him more than qualified. So, also.
Wir brauchen einen neuen ersten Offizier. Den müssen wir, nachdem wir selber jetzt Captain geworden sind, auswählen. Und ja, Lieutenant Bedrosian ist leider Gottes wütend, weil wir die Kristalle an Bord gebeamt haben. Ja, und weigert sich ihre Erklärung, dass sie aus Pflichtgefühl gehandelt habe, zu akzeptieren. Dann Commander Westbrook, der ist schon eher jetzt mittlerweile auf unserer Seite. Anfängliche Skepsis, als Yara ihm seine Vermutungen hinsichtlich Captain Solano mitgeteilt hat, verstand Commander Westbrook, dass sie ihn aus einem Pflichtgefühl heraus konfrontierte. Nach der Konfrontation, nachdem Yara Captain wurde, war Commander Westbrook von Yaras Führungsqualitäten und davon, wie sie die Crew zusammenbrachte, beeindruckt. Und Commander Emmett, ja, ist nicht ganz mehr so happy mit uns. War sehr enttäuscht darüber, dass Yara Vermutungen hinsichtlich Captain Solano nicht mit ihm ja, letztendlich geteilt hat. Und deswegen ist er ein bisschen unhappy. Tja, und jetzt müssen wir uns entscheiden, wen wollen wir nehmen? Commander Westbrook, Lieutenant Bedrosian oder Commander Emmett? Ja, im Militärischen ist es, meine ich, so, dass ich weiß nicht, wie das bei der Starfleet ist, ne? Aber im Militärischen, glaube ich, ist es so, dass egal wie gut er ist oder wie schlecht er ist, der nächsthöhere Dienstgrad halt dementsprechend reinkommt. Wenn wir da zwei des gleichen Dienstgrades haben, dann können wir natürlich auswählen, aber wir können schlecht sagen, wir nehmen einen Lieutenant als ersten Offizier im Vergleich also statt eines Commanders. Andererseits habe ich jetzt bei wie hieß es? Genau, Lower Decks, dieser Amazon Prime-Serie gesehen. Da gab es auch eine Folge, wo ein Interims-Captain an Bord kam und die hat sich halt so einen Ensign ausgesucht als First Officer, weil sie die von der Akademie noch kannte. Und möglich ist es. Ja, für das, was wir brauchen, Commander Emmett. Also er ist ja der Wissenschaftsoffizier hier, ne? Der, glaube ich zumindest, der Commander Westbrook. Er ist so eher der taktische Offizier und sie ist der Sicherheitsoffizier. Ich weiß nicht, wen wir nehmen wollen. I don't know. Echt, keine Ahnung. Ich würde sagen, mit dem haben wir jetzt mittlerweile ein gutes Verhältnis aufgebaut. Commander Emmett hatte uns begrüßt am Anfang, aber ich weiß noch nicht so richtig, was er kann. Und sie ist ja eigentlich eher die Taktikerin, aber sieht so... Und sie hat auch schon ein bisschen was gemacht für uns, muss man auch sagen. Ne? Ihr Gesicht ist verbrannt und so weiter und so weiter. Wen wollen wir nehmen? 1, 2 oder 3? Also eigentlich fällt... Oder wir sind mal anders. Nehmen Bedrosian. Dann sind die beiden allerdings raus. Aber das können wir eigentlich nicht machen. Wir können keinen Lieutenant im Command über einen Commander stellen. Das geht einfach nicht. Also muss es Westbrook oder Emmett sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir... Ja, mit ihm hatten wir ein gutes... Komm, Entscheidung treffen. Ich tendiere zu Emmett. Lass uns Emmett nehmen. Vorfahren. Jetzt müssen wir nur schnell sein. You really couldn't go wrong with either of them. I don't mind saying I consider Commander Emmett a strong candidate for the role. He'd be a popular choice with the crew. And bring a steadiness to the position that others might lack. Certainly not a controversial choice. But then, some may perceive that as playing it safe. You're as good as new. Thank you, Dr. Duvall. Playing it safe. Always nice to have a captive audience. You really shouldn't keep Ambassador Spock waiting. Das stimmt. Und damit endet diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, natürlich gerne nach oben. Instagram, Twitter, Twitch. Schreibt mir in die Kommentare, welchen der 3 Kandidaten ihr gewählt hättet, um neuer 1O zu werden. Erster Offizier, Nummer 1. Und ja, das interessiert mich sehr, sehr brennend. Ansonsten Instagram, Twitter, Twitch, Discord. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Star Trek Resurgence. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.